Das Grab ist leer, der Herr erwacht, der Heiland ist erstanden. Das sieht man seine Gottheit, sie machen Tod zu Schaden. Ihm kann kein Siegergrab noch Stein, kein Felsen widerstehen. Schließ ihn der Unglaub selber ein, er wird ihn siegreich sehen. Halleluja, Halleluja. Frohlocket Christen, Gottes Sohn, der Hölle überwindet, schwingt sich vom Kreuz zum Vaterthron als Miete für uns Sünder. Es drückt dem Thronen Lösungskauf, der Herr von Wort und Tat, das Siegel der Vollendung auf, wie es verheißen hat. Halleluja, Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ich begrüße alle von St. Ulrich, von der zweiten unserer Pfarrer. Wir möchten in Frühmorgen Montag, Ostermontag, zusammen beten und zu unserem Gott unser Gebet schicken. Heute ich handle diese Messe für Intentionen für Familie Jan Vulgo Breichen-Huba, für Familie Stuck Vulgo Lobnik, Amalia Eichwalda. Und auch ich möchte denken und beten für unsere lange Zeit Messner, Rudolf Unterberger. Er heute hat Geburtstag. Wer kennt sie nicht, die lichtvollen Momente im Leben? Das kann ein schöner Tag im Urlaub sein, eine besondere Begegnung, ein gutes und aufbauendes Gespräch in einer tiefen Depression. Das heutige Evangelium von dem Emmaus-Jüngern erzählt uns eine solche Begegnung, ein wohltuendes Gespräch, das die beiden herausholt aus der Nacht der Trauer. Es war, als sie Jesus nach Emmaus begleitete und sie ihn beim Brotbrechen erkannten. Wir begehen heute die Feier des Brotbrechens. Bitten wir den Herrn, dass er uns einen lichtvollen Moment schenkt und wir ihn im Glauben erkennen.
Herr Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Du bist den Frauen erschienen. Christe eleison. Christe eleison. Du begegnest uns im Alltag. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse unsere Nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe, singet der himmlischen selige Schar. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe, stammelt auch wir, die Erde gepaart. Staunen nur kann ich und staunen mich freuen. Vater der Welten, doch stieg ich mit ein. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Gott, du Herr allen Lebens, durch die Taufe schenkst du deine Kirche Jahr für Jahr neue Söhne und Töchter. Gib, dass alle Christen in ihrem Leben dem Sakrament treu bleiben, das sie im Glauben empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eure Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, der nach Gottes beschlossenen Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er den Tod festgehalten wurde. David nämlich sagte über ihn: Ich hatte den Herrn bestätigt vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Drum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meiner Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm ein Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus. Er gab ihn nicht der Unterwelt preis, und sein Leib schaute der Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie er seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja.
von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund deine Treue verkünden. Denn ich bekenne, auf ewig ist Huld gegründet, im Himmel deine Treue gefestigt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David meinem Knecht geschworen. Auf ewig gebe ich deinem Haus festen Bestand und von Geschlecht zu Geschlecht gründe ich deinen Thron. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich erinnere euch, Schwestern und Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am 3. Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Ob nun ich verkünde oder die anderen, das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Brannte nicht unser Herz, als der Herr unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth, er war ein Prophet,
mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er, musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hatte sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken, und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt Erlebnisse, die man nicht vergisst. Das können traurige Momente sein, aber auch schöne. Ein wunderbarer Tag mit viel Sonne im Urlaub, die eigene Hochzeit, der Geburtstag eines Kindes als Beispiel. Lichtvolle Momente, für das eigene Leben wichtig und unvergesslich. Am Ende ihrer jungen Wanderung gab es für die beiden Jünger einen ganz besonderen Höhepunkt, einen lichtvollen Moment, den sie wohl nie vergessen haben. Es war vor Einbruch der Dunkelheit. Die beiden hatten ein geistliches Haus gefunden und den Fremden gebeten, mit ihnen einzukehren. Sie setzten sich zu Tisch, aßen und tranken miteinander. Und dann geschah es. Der Fremde brach ihnen das Brot. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten Jesus. Später erinnerten sie sich daran, wie unterwegs ihr Herz
brannte, als er mit ihnen redete und ihnen die Schrift erklärte. Das kann auch heute geschehen, wenn Menschen sich auf den Weg machen, Gespräche führen und Rat suchen. Wenn sie dann die religiöse Kompetente hinzunehmen, dann können sie mehr erleben, als mit den bloßen Augen zu sehen ist. Dann können sie zum Glauben finden, dass Jesus sie gerade dann begleitet, wenn sie sich von Gott verlassen fühlen. Die Feier der Brotbrechens, zu der die Kirche einlädt, ist bis heute der Höhepunkt in der Christusbegegnungen, die unser Glaubensleben wesentlich prägen. Sie ist ein lichtvoller Moment, den wir nicht unterschätzen sollten. Den Emmaus-Jüngern gab diese Erfahrung die Kraft, noch in der gleichen Nacht nach Jerusalem zurückzukehren, um ihren Glauben an die Auferstehung mit den anderen Jüngern auszutauschen. Die Emmaus-Geschichte ist nicht nur eine Erzählung aus längst vergangener Zeit. Sie ist eine Geschichte, die sich auch heute immer wieder ereignet, wenn Menschen dafür offen sind. Bekennen wir unser Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren im Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenden wir uns an den auferstandenen Herrn und bitten wir ihn. Für alle, die in ihrem Leben eine große Enttäuschung erfahren haben, dass sie sich aufrichten durch den Glauben an die Auferstehung und den neuen Mut fassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für Christen, die Gott nicht mehr verstehen, dass sie seine Nähe spüren und den Glauben an ihn nicht verlieren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens, dass sie auf der Spur kommen, die der christliche Glaube verkündet. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle in der Seelsorge Tätigen, die es mit der Glaubenbotschaft oft nicht leicht haben, dass sie nicht mutlos werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für Menschen in der kirchlichen Beratungsstellen, dass sie Verständnis zuhören, wenn Ratsuchende ihnen ihre Lebensgeschichten erzählen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, die an die Auferstehung geglaubt haben, dass sie jetzt im Lichte Gottes leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, du bist immer mit uns auf dem Weg und führst uns zu dem Licht, das du selber bist. Wir danken dir, dass du mit dem Vater in Einheit mit dem Heiligen Geist für uns da bist. Jetzt und alle Zeit bis in Ewigkeit. Amen. Du gabst, o Herr, mir sei und Leben, und deine Lehre
und Schwestern, das mein und euer für Gott allmächtigen Vater gefallen. Der Herr nehme das Opfer an, aus deiner Hand, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Siege für uns und seine ganze heilige Kirche. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott, das ist willig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Lob leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur Erde, liebe Goden, Erde, liebe Fahren, ewig ist und waltet, sei wird immer da. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern Gemeinschaft in der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist an diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen dem Leid unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du
kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden mit dem Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vielleicht mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke auch jener, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurden, denen du alle Sünden vergeben hast. Gedenke all unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten für Familie Jandl, Vulgo Breitenhuber, Familie Stuck, Vulgo Lobnik, für Amalia, für Rudolf. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade auf dieser Welt gestellt sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben sei wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit heiliger Ulrich, heiliger Johannes der Täufer, heiliger Johannes Paul II. Und mit allen, die bei die Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, dein Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtige Vater in Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verführung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesu in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit der Heiligen Geiste. Gebt einander Zeichen des Friedens und Versöhnung. Ich begrüße. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst um mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus ist vom Tod erstanden. Er stirbt nicht mehr. Gebrochen ist die Macht des Todes. Halleluja! Bitte ladet ihr deine
Seele Jesus, das geistliche Kommunion nehmen ein. Jesus hat uns das Brot gebrochen und halten wir diesen Augen. Singen wir Lob, Dank, Lied für unseren großen Gott. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich, unbewohnt deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, loben dich stets ohne Ruhe. Heilig, heilig, heilig zu. Loben dich des ohne Ruhe. Heilig, heilig, heilig zu. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die österlichen Geheimnisse auf den Weg des Lebens geführt. Lass deine Gnade in uns mächtig werden, damit wir uns deine Gaben verrückt erweisen und unseren Weg zu dir vollenden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir gehen unsere Wege mit neuer Zuversicht. Wir haben uns vergewissert, Christus lebt. Auch unser Weg wird weitergehen, selbst wenn es dunkel wird. Der Herr bleibt bei uns. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Zum Schluss singen wir Lied Nummer 525.
Froh